Eine jahrtausendealte Kunst, Seile machen. Es gibt Seilerwissen, da muss jede Maschine passen. Bernhard Muffler beherrscht eine Kunst, die nur wenigen bekannt ist: das Flechten eines Seils, das weit mehr als ein Gebrauchsgegenstand ist. Ein Kunstwerk aus Flachs. Das Seil war und ist seit jeher eines der wichtigsten technischen Hilfsmittel der Menschheit. Jeder kennt das Seil, jeder weiß, ja, ich habe immer wieder mal mit dem Seil zu tun, im Garten, im Hobby, beim Sport oder im Aufzug, das Drahtseil zum Beispiel. Aber es ist halt aus dem Blickfeld geraten. Seilermeister Muffler stellt noch regelmäßig Seile von Hand her. Ein besonderes Seil. Eine geflochtene Peitsche mit einer ganz eigenen Architektur. Früher haben sich die Hirten auf den Almen damit verständigt und damit das Vieh angetrieben. 300 dieser außergewöhnlichen Seile fertigt Bernhard Muffler jedes Jahr. Der Flachs muss spinnfertig gemacht werden. Das heißt, ich schlage jetzt die Fasern, den Bündel aus, schaue, dass die Fasern schön parallel liegen. Weil nur dann, wenn die Fasern parallel liegen, klappt es auch mit dem Spinnen ganz gut. Wenn man es genau nimmt, ist der Flachs auch eine in Europa noch viel ältere Kulturpflanze. Man hat den Flachs schon in der Jungsteinzeit eingesetzt. Zum Beispiel die ganzen Leinenstoffe, die gewebt wurden, da hat man immer das Flachsmaterial verwendet. Um überhaupt spinnen zu können, brauche ich Faser mit einer gewissen Länge. Und dann kann ich spinnen. Dann gibt es diesen Fluss beim Spinnen. Aus diesen 1 Meter langen Flachsfasern spinnt Bernhard Muffler fast 4 Meter lange, sich verjüngende, konische Fäden. Früher musste jeder Seiler, jede Seilerin das Spinnen beherrschen, um Garne herzustellen, Voraussetzung für das Fertigen von Seilen. Heute werden Garne in der Regel fertig geliefert. Für dieses spezielle Seil gibt es aber keine Massenware. Bernhard Muffler muss selbst spinnen. Die Maschine ist regelmäßig in Gebrauch, muss aber dennoch jedes Mal geölt werden. Der Seilermeister im Rückwärtsgang. Dabei nimmt er immer wieder Flachs aus seiner Schürze auf, bis sich die kurzen Fasern zur richtigen Länge versponnen haben. Der Lappen in seiner Hand unterstützt die richtige Faserführung. Am Ende müssen die Fasern dünn zulaufen. Durch die Drehung der Maschine heften die Faserstränge aneinander. Beim Vorwärtsgehen verdreht er jeweils 3 gesponnene Fäden zu einer konischen Litze, das heißt zu einem dünnen konischen Seil. 10 dieser Seile benötigt er für die Peitsche. Die Enden verdreht er bei jedem Seil zu einer Schlaufe. Das ist die Spinnmaschine der Zukunft, so wurde sie damals genannt, vor ca. 90 Jahren. Die zweite Generation der Seilerei Muffler hatte auch tatsächlich mal eine sehr interessante Maschinenserie konstruiert und auch gebaut. Und diese Maschine, ja, ist für mich unerlässlich, gerade zum Herstellen von diesen gesponnenen Seilen. Während der Seilermeister dieses Unikat herstellt, läuft die Massenfertigung in seiner Fabrik.
Maschinen für die industrielle Produktion setzt er ein, um den Bedarf und die vielen Einsatzgebiete der Seile abzudecken, das finanzielle Rückgrat der Seilerei. Unsere Hauptabnehmer sind Möbelindustrie, Straßenbau, Wegebau, Maschinenbau, Wassersport, Sportschifffahrt ein bisschen und auch Berufsschifffahrt. Gleich nebenan in seinem Laden hunderte Sorten Seile. Jedes für einen speziellen Anwendungsbereich und aus unterschiedlichen Materialien, wie Sisal, Baumwolle, Polyester, aber auch Draht. Die Seilerei Wuffler produziert Seile mit der Maschine, industriell. Und wir produzieren natürlich auch handwerkliche Seile. Man kann es nicht so richtig vergleichen, das sind zweierlei Dinge. So ein konisches Seil von Hand gesponnen, maschinell zu erstellen, kann ich mir nicht vorstellen, ist eigentlich undenkbar. Dieses hier gefertigte Seil ist ein Unikat. Nur mit Erfahrung und Gefühl lassen sich entstehende Unterschiede ausgleichen. Das ist das Leitholz oder die Holzlehre. Dieses Holz, das sorgt dafür, dass wir ein geordnetes, gedrehtes Seil bekommen, eine gedrehte Litze bekommen, weil sonst wird es alles nur zusammendrehen und es würde nicht funktionieren. Ein Seil von insgesamt 10, aus denen der die Peitsche, eine Stockacher Karbatsche, fertigt. Jetzt kommt die Mäsche dran, das heißt, ich tue jetzt die Enden zusammenfassen. Die haben ja alle eine Schlaufe. Diese ganzen 10 Litzen, die werden zusammengefasst zu einem gemeinsamen Auge. Das ist dann der Start dieser Peitsche, dieser Karbatsche. Die Peitsche für die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Die Nacht vor dem großen Fasten, in der sich die Narren noch einmal ausleben. Und dazu gehört richtig Krach machen mit dieser Karbatsche. Durch die konische Form erreicht die fertige Peitsche beim Schwingen fast doppelte Überschallgeschwindigkeit, schlägt Löcher in die Luft und lässt die Luftteilchen mit einem lauten Knall zusammenschlagen. Ja, wir runden jetzt die Litzen, die Seile auf, machen sie dadurch etwas perliger. Das ganze Endprodukt wird ja, ein bisschen noch hübscher. 5 Seile im Uhrzeigersinn und 5 Seile entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Nur so entsteht gleich beim Flechten ein festes Gefüge. Die Drehungen wirken gegeneinander und halten das Seil unter Spannung. Ein Universalwerkzeug der Seiler, Takler und von Seemannschaften, der Mahlspieker oder Spleißnagel. Das ist das Herz oder die Seele des ganzen Geflechts, das wir jetzt herstellen. Das Herz ist dafür da, dass die Mitte bald ausgefüllt wird, der Hohlraum, den es auch hier bei diesem Geflecht gibt, ausgefüllt wird. Und ich habe durch dieses Herz auch die Möglichkeit, den Verlauf der Karbatsche, der sehr wichtig ist, der schöne gleichmäßige Verlauf, der für die Beschleunigung der Peitsche notwendig ist, zu beeinflussen. Das heißt, ich kann jetzt hier nachher noch mal ein bisschen was dazugeben, noch ein bisschen abnehmen, um einfach den optimalen Verlauf hier rauszustreichen. Der optimale Verlauf von dick nach dünn ist unerlässlich, damit die Peitsche diesen besonderen Effekt erzeugt und beim Schwingen so beschleunigt, dass sie am Schluss Überschallgeschwindigkeit erreicht und richtig laut knallt.
Jetzt bilden wir ein richtiges Auge mittels Schweinsrücken. Das heißt, lauter halbe Schläge, die wir jetzt praktisch nutzen mit einer guten, gezwirnten Hanfschnur. Das Beste, was man heute noch so kriegen kann als Schnur. Und hat den Vorteil nachher, dass es alles gut beieinander gefasst ist und auch scheuerbeständig ist, weil das ist der Anfang der Carpaccio. Hier wird praktisch nachher auch der Stiel angebunden. Halbe Schläge, die Grundform vieler Knoten. Es macht schon Sinn, dass der Seiler mit Knoten nicht auf Kriegsfuß steht, weil Knoten, gerade wenn ein Seiler handwerklich arbeitet, begleiten ihn ständig bei seinem Tun. Damit sich die Enden gleich beim Flechtvorgang nicht aufdröseln, versieht Bernhard Muffler sie mit kleinen speziellen Knoten, kleinen Slipsticks, die sich dann später für die Weiterarbeit schnell wieder lösen lassen. Jetzt flechten wir quadratisch um den Kern herum, um das Herz herum, diese 10 Litzen zur Carpaccio. Beim Flechten zieht der Seilermeister an einzelnen Litzen, um Unregelmäßigkeiten auszugleichen, die sich beim Spinnen ergeben können. Das geht nur mit Gefühl, in Handarbeit. Eine Maschine kann das nicht. Die oberste Litze verwenden wir, führen sie durch die linke Hälfte durch und führen sie wieder auf die rechte Seite zurück und kommt dann an die unterste Stelle dieser rechten Seite an. Diesen Fortgang machen wir ständig. Von oben, durch die Mitte, wieder zurück. Feine Handmotorik ist unerlässlich. Erfahrung von vielen hundert handgemachten Carpaccien im Jahr. Und wir achten darauf grundsätzlich, dass wir jetzt einen schönen Verlauf haben. Das heißt, dass die Carpaccio, die Peitsche, schön gleichmäßig dünner wird. Das klassische Seil ist gedreht. Bei diesem besonderen Seil werden 10 davon zu einem verflochten. Das Ende naht. Über 2 Meter lang, aber noch nicht fertig. Die Carpaccio wird jetzt poliert. Wir schauen, dass sich der Pflanzenleim, Pektin, aus der Faser herauslöst. Das machen wir mit dem Nassmachen. Und dann polieren wir mit einer Streiche drüber. Das hat 2 Effekte. Einmal bringen wir den Pektin, das angetrocknete Pektin, ein bisschen zum Glänzen. Eigentlich wie so eine Politur. Und zum anderen werden wir die letzten Unebenheiten der Carpaccio noch nach innen wenden. Ich kann meine Carpaccien natürlich alle erkennen. An den Merkmalen Flechtung, an dem Art des Schweinsrückens, verwendetes Material des Einsatzes und am Stiel. Ja, jetzt verwahren wir die Enden des Schweinsrückens. Die müssen verschwinden, die legen wir nach innen und verstecken die, dass sie nicht mehr nach außen zeigen.
Gelernt hat Bernhard Muffler das Handwerk von seinem Vater und hat dennoch auch die industrielle Produktion in den Familienbetrieb eingeführt. Heute gibt es nur noch wenige Seilereibetriebe. Die geben das spezielle Seilerwissen oft noch von Generation zu Generation weiter. Bei der Familie Muffler haben schon die Urgroßeltern das Seilerhandwerk betrieben. Meine Urgroßeltern hatten Landwirtschaft und hatten parallel einen Herstellungsbetrieb für Stricke landwirtschaftlicher Natur. Und mein Urgroßvater ist mit dem Fahrrad übers Land gezogen und hat seinen Landwirtskollegen seine Seile verkauft. Mein Vater hat dann mir das so schmackhaft gemacht, das Handwerk zu lernen und dann auch praktisch weiterzumachen. Meine Frau und ich haben 5 Kinder. 2 der Kinder planen, den Seilereibetrieb in ein paar Jahren zu übernehmen. Eine ist Sophie, die 5. Generation in der Familie Muffler. Sie hilft schon jetzt dem Vater, und das bei einem Arbeitsgang, für den man besonders geschickte Finger benötigt. Allein diese Station bei der handgefertigten Peitsche überlässt der Meister Tochter Sophie. Sophie Muffler misst Schnüre von 1,50 Meter Länge für das Ende der Kabatsche ab. Diese Stücke sind die einzigen aus Kunstfaser. Die Seilenden brennt sie ab, damit sie nicht ausfransen. Ich mache jetzt den Einsatz von der Kabatsche, also das Ende verläuft ja immer konisch und das ist aus Polypropylen, aus Chemiefaser. Das Ende, das kommt ja manchmal auf den Boden, also das wird stark belastet und dadurch, wenn es eben aus Chemiefaser ist, das ist abriebbeständiger, nicht so wie eben Naturhanfseil. Der Arbeitsschritt ist ähnlich komplex wie bei den anderen Teilen der Peitsche, die ihr Vater bereits geflochten hat. Auch dieser Teil der Kabatsche muss dünn zulaufen, damit die Peitsche richtig knallt. Jetzt beginne ich mit dem Verzwirren, also Verdrehen von den Litzen. Wenn ich jetzt flechten würde, dann würde ein Flachgeflecht entstehen, wie vom Haareflechten. Aber das wollen wir nicht, wir wollen ja was Rundes, deswegen verdrehe ich die 3 Litzen miteinander und dann ist es auch schön. Während ich sie verdrehe, gebe ich jeweils ein bisschen mehr Drehung drauf. So. Wenn ich sie einfach nur so verdrehen würde, dann würde sie sich einfach wieder aufdrehen. Aber dadurch, dass ich Drehung drauf mache, will sie sich schon von selber verdrehen. Und dann verdreht sich eben mit der Litze nebendran. Ich mache die Schlaufe, dass der Bändel nachher da reinkommt. Weil der braucht ja auch eine Befestigung, wo man ihn reinknoten kann. So, jetzt ist die Schlaufe auch fertig. Genau, das war jetzt der Einsatz. Also ich habe jetzt von hier bis hier gemacht. Man kann es auch gut erkennen, weil hier merkt man, dass das Synthetische anfängt. Und bis hierhin ist dann Letztschlitze von Papa drin. Dadurch, dass nach und nach einzelne Garne oder Litzen auslaufen, merkt man eben auch, dass es konisch ist. (3,30 Meter lang, 700 Gramm schwer, noch ohne Peitschengriff. So, jetzt warten wir auf den Papa. Der macht dann den Stiel dran und dann die Bändel noch und dann ist sie fertig. Der Bändel aus speziellem Material, feiner Fallschirmseide.
Der Bändel ist sozusagen das entscheidende Stück, weil hier entlädt sich die ganze Energie, die wir auf die Kabatsche bringen, praktisch auf das Kabatschenende bringen. So, jetzt knoten wir den Stiel an die Kabatsche ran. Ein bisschen so Philosophie-Sache. Und ich bin der Meinung, es macht Sinn, die Kabatsche nicht so fest anzubinden, sondern lose zu lassen, damit die Kabatsche von sich aus den Weg findet und es kein Hindernis gibt beim Knallen. So, und jetzt hören wir mal, wie es knallt. Eine Peitsche, wie sie maschinell nicht hergestellt werden kann. Verjüngend gesponnen, gedreht, geflochten. Und richtig gelungen ist die Seilkunst, wenn es ordentlich knallt. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.